Ich habe noch nie Probleme gehabt mit irgendwelchen Ausländern, ganz im Gegenteil. Türken, Filipinos, Puerto Ricaner, die zählen zu meinem Freundeskreis. Und ob die schwul sind, ob die grün sind, das ist mir sowas von wurscht. Wenn die Menschen, wenn die anständig sind, wenn die mit denen zurechtkommen, dann werden die auch akzeptiert. Ich habe kein Problem mit solchen Menschen, mit Sicherheit nicht. Ne? Wir sind hier in Ibind und meine Familie ist mindestens seit dem 19. Jahrhundert hier ansässig. Meine Familie wohnt schon seit 1855 in dem Haus, wie an der einen Türpforte zu erkennen ist. Und JSCH, ich vermute Johann Schwan, das müsste dann ein Urgroßvater von mir gewesen sein. Meine Mutter ist ja geborene Schwan, also dieses Haus ist eigentlich Schwans Haus. Mein Vater, der ist nämlich aus Dorsten in Westfalen und der ist ja damals schon Fernverkehr gefahren und der hat meine Mutter damals in Haßfurt kennengelernt, die war da als Bedienung in so einem Fernfahrerrestaurant. Und dadurch ist mein Vater eben dann da runter nach Ibind gekommen und daher kommt auch unser Name Niehoff, der ist ja eigentlich bei uns in der Gegend überhaupt nicht geläufig. Ne? Mein Vater, der war ja Fernfahrer und der ist dann eine Zeit lang einmal auf Richtung Berlin gefahren und irgendwann sind die mal auf die Idee gekommen, ihn da am Grenzübergang zu fragen, was er von der DDR hält, und dann hat mein Vater gesagt, wenn meine Hühner davon flattern, muss ich sie einsperren. Und da haben sie ihn erst mal in Gewahrsam genommen, 24 Stunden lang. Mein Opa ist Bürgermeister. Der Großvater von meinem Mann, der war Bürgermeister. Ist das so eine Art Tagebuch, oder? Das war jetzt Tagebuch, ja. Da habe ich jetzt gerade was gefunden von Januar 1980. Da bin ich sogar mit drin schon. Stefan, Erika, das ist meine Mutter. Danja, ich weiß nicht, warum sie meine Frau immer Danja genannt haben, der Opa, keine Ahnung, nach Mellrichstadt. Das war damals in der Grundausbildung in der Bundeswehr, da haben sie mich dahinter gefahren. Im September in der Waldfahrt. Das war der letzte Eintrag von seinem Großvater. Das war damals kurz bevor ich auf dem Feldwebellehrgang bin. Ich war erst auf dem Gymnasium. Was ich so machen wollte, wusste ich eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht so richtig. Ja, ich habe dann mit mittlerer Reife das Ganze beendet. Habe anschließend eine Lehre gemacht als Kaufmann. Und danach bin ich dann zur Bundeswehr. Und bei der Bundeswehr war ich dann 8 Jahre bei der Panzertruppe als Feldwebel zum Schluss. Das sind die Brustanhänger von sämtlichen zu meiner Zeit aktiven Panzerbataillone der Bundeswehr. Wie lange hat es gedauert, die Sammlung zusammenzustellen? Oh je, das waren schon ein paar Jahre. 3, 4, 5 Jahre bestimmt, ja. Zu meiner Zeit in den 80ern war die Bundeswehr noch eine reine Verteidigungsarmee und dann dieser Doktrin hat sich meiner Meinung nach ja eigentlich nichts geändert. Weiterhin bin ich der Meinung, also die Demokratie am Hindukusch zu verteidigen, ist nicht Auftrag von der Bundeswehr. Auf dem Bild bin ich zu sehen als Kommandant vom M48 Panzer damals 1981 auf einer freilaufenden Übung. Das ist mein Panzer gewesen, damals zu meiner Zeit als Feldwebel in Hammelburg. Da sehen wir mich als Ausbilder in der Grundausbildung. Das haben mir damals meine Rekruten geschenkt, wie sie ihre Ausbildung beendet hatten. Zu den Waffenlieferungen in die Ukraine bin ich absolut negativ dazu eingestellt. Man sollte eigentlich versuchen, da wird überhaupt nie gesprochen drüber, über Friedensverhandlungen. Was sind die mittlerweile, warum sind die alle so kriegsgeil? Ich bin für Diplomatie, aber auf jeden Fall. Gab es eigentlich vor der Sache jetzt schon mal eine Hausdurchsuchung in diesem Haus in all den Jahrzehnten? Nee, wahrscheinlich, also ist mir nichts bekannt. Wir sind jetzt da im Verweisach am Wertstoffhof. Da befinde ich mich in der Regel immer am Donnerstagabend und am Samstagvormittag, um eben noch ein bisschen die Rente aufzubessern als Wertstoffhofbetreuer. Wie lange machst du das schon? Das mache ich jetzt knapp 2 Jahre. Ja, mein Nachbar, der ist schon länger im Wertstoffhof beschäftigt und ich habe halt immer auch erstmal wegen, dass ich den ganzen Tag daheim bin und auch ein bisschen eben die Rente aufbessern. Ne? Habe ich den mal gefragt und die haben mich dann auch sofort genommen und dann bin ich halt da, bin eigentlich ganz zufrieden, weil es ein bisschen unter die Leute erfährt immer mal was und ein bisschen Geld kriegt man auch noch nebenbei. Ich selber, ich bezeichne mich nicht als Rechten, ich bin konservativ. Ich habe noch nie Probleme gehabt mit irgendwelchen Ausländern, ganz im Gegenteil. Türken, Filipinos, Puerto Ricaner, die zählen zu meinem Freundeskreis, und ob die schwul sind, ob die grün sind, das ist mir sowas von wurscht. Wenn die Menschen, wenn die anständig sind, wenn die mit denen zurechtkommen, dann werden die auch akzeptiert. Ich habe kein Problem mit solchen Menschen, mit Sicherheit nicht. Ne? Während Corona warst du ja auch nicht Mainstream. Nee, war ich auch nicht Mainstream.
Also du hast Ja. auch nicht mitgemacht. Nee, weil man muss ja nicht alles mitmachen. Ne? Aber wie war das dann? Hast du Unterstützung gekriegt im Umfeld oder wie? Ja, Corona war schon ein bisschen komisch, weil die meisten Leute haben ja wirklich, die haben ja Angst gehabt vor dem ganzen Mist. Ne? Mir war das am Anfang auch nicht einerlei, bis ich mich halt dann näher mit beschäftigt habe. Habe mir mal die ganzen Sachen angeguckt mit Impfstoffentwicklungen und dann besonders auch diese mRNA-Impfstoffe. Das war eine ziemlich harte Zeit. Mit Ja, dem es war schon Zwang. hart, ne? Weil einige Freunde habe ich eben verloren, aber im Nachhinein musste es auch, die waren es dann nicht wert. Ne? Ich habe auch gedacht, bei allem, was irgendwie schlecht ist, hat es auch eine gute Seite, weil zum Richtig. Beispiel man lernt sich kennen. Auch wir kennen uns jetzt, also Ja. Leute, die ähnlich Ja. kritisch sind, was den Zeitgeist angeht. Ich sage ja zum Beispiel, jetzt gerade in diesem Schwachkopffall, was ich für Leute kennengelernt habe, die ich respektiere und die mich respektieren, also das hätte ich mir niemals gedacht, dass es das in dieser Zeit überhaupt noch gibt. Wir befinden uns jetzt in Hofheim in Unterfranken am Marktplatz. Zu der Corona-Zeit haben wir uns da des Öfteren mit Gleichgesinnten getroffen und eben über diese ganzen Maßnahmen ausgetauscht. Das ging alles über so Telegram-Gruppen und Mundpropaganda. Über die Diskriminierung damals gegen Ungeimpfte, wie das man stellenweise bis in die Freundeskreise, auch in die Familien hineinging. Demos haben mich eigentlich nie interessiert. Ich war dann das erste Mal, wie es dann mit Corona losging, da war ich eben in Haßfurt und in Schweinfurt, Bamberg, bin ich da immer mal hin. Und danach diese Bauerndemos, da bin ich dann immer mit. So wie es halt mal Freizeit erlaubt hat. Ne? Das war immer gar nicht so einfach mit der Familie halt. Demos gegen die Regierungspolitik. Ja. Meine Hausdurchsuchung, die war damals am 12. November, anlässlich so eines Aktionstages gegen Hass und Hetze im Netz, muss man sagen, heißt es, glaube ich. Und ich glaube, die wollten die wollten das für die Statistik eben abhacken. Fertig haben wir wieder eine rechtsextreme Statistik passt und die haben als wohl, nehme ich an, nicht mitgerechnet, dass ich dann sofort an die Öffentlichkeit gehe. Ne? Die Durchsuchung, die fand am 12. November 2024 statt. Das war früh um 6:15 Uhr, hat es dann bei mir geklingelt an der Haustür. Ich war an dem Tag noch im Bett. Meine Hunde, die sind hoch, haben gekläfft wie die Blöden natürlich. Ne? Die sind immer bei mir im Zimmer nachts. Und ich bin dann hoch, aus dem Bett raus, barfußig, Schlafanzug und bin an meinen Ärger hingelaufen. Habe runter in meinen Hof geschaut und da habe ich eine Gestalt gesehen, eine männliche Gestalt. Weiter hinten war ein Auto. Dann habe ich als erstes vermutet, dass es mein Sohn ist. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, was hat er denn wieder? Ne? Bin die Treppe runter, immer noch im gleichen Outfit, Schlafanzug, barfuß und mach die Haustür auf. Meine Frau und die Alexander, die waren mittlerweile natürlich auch auf, ne? Stand nach im Nachtnegligé so hinter mir und ich mache die Tür auf einmal hält mir da ein Mann einen Ausweis unter die Nasen. Kriminalpolizei Schweinfurt, Hausdurchsuchung. Ja gut, jetzt habe ich erstmal geschluckt. Dann habe ich gesagt, ja bitteschön, kommen Sie rein, wir sind die Treppe hoch am Küchentisch. Hat er dann den Beschluss gegeben, dann habe ich das durchgelesen, da ist er ja. Ne? Oben drauf stand Volksverhetzung, denke ich, Donner Keil, was hast du jetzt wieder angestellt? Ne? Volksverhetzung ist natürlich wirklich, und ich habe mir das dann habe ich die zweite Seite, es waren ja nur 2 Seiten, und dann habe ich mir eben die Gründe dieser Beschuldigung, dieses Beschlusses durchgelesen. Und da stand dann eben, dass ich den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit einem an den Werbeauftritt der Firma Schwarzkopf angelehnten Schriftzug, habe ich ein Porträt drüber gehabt, von ihm Schwachkopf professionell beleidigt hätte, um ihn generell zu diffamieren und ihm sein Wirken als Mitglied der Bundesregierung zu erschweren. Und dann habe ich sofort zu den Polizisten gesagt, wegen dem Schwachsinn seid ihr jetzt um die Uhrzeit da bei mir. Hat er nur gesagt, nein, das soll das mit dem Schwachsinn nicht sagen. Ja, so war es aber schon raus. Meine Frau und ich, wir hatten eher das Gefühl, dass denen das fast peinlich war, weil die das durchgelesen haben. Aber wie gesagt, sie mussten anscheinend irgendwas machen und haben dann wollten sie eben wissen, womit ich das gepostet habe. Dann habe ich gesagt, sie können mein Tablet haben, aber den PC kriege ich noch nicht, den brauche ich. Okay, sagt sie, zeigen Sie mal das Tablet, machen Sie das mal an. Genau so war das, machen Sie das Tablet mal an. Dann habe ich das Tablet angemacht, habe auf X gedrückt und dann hat sie gesagt, gut, das X ist drauf, das müssen wir mitnehmen. Ne? Dann haben sie den einmal gepackt. Ne? Und wie gesagt, weil es dann immer heißt, es war keine richtige Hausdurchsuchung oder wie oder was für alle was Hausdurchsuchung. Die haben nur gesagt, sie müssen jetzt weiter nichts untersuchen, weil ich ja kooperativ war. Ne? Steht ja auch auf dem Tablet Samsung schwarz mit Hülle, wurde freiwillig ausgehändigt. Aber wie gesagt, was soll ich da einen großen Aufstand machen? Die anderen Seiten waren die hätten das ja ohne
hätten das ja ohne weitere auch auf meinen Account alles nachvollziehen können, aber anscheinend mussten sie sowas mitbringen, ich weiß es nicht. Und dann habe ich mal die einschlägigen Dinger abgeklappert. News habe ich angeschrieben, Apollo News habe ich angeschrieben, ich glaube Epoch Times noch. Dem Herrn Söder habe ich auch was geschrieben. Aber, ja. Und wie gesagt, das war noch nicht richtig Nachmittag, dann ging das Telefon schon los. Die Schwachkopf-Affäre zog schnell weite Kreise. Es wurden zahlreiche Stimmen laut, die eine Hausdurchsuchung als weit überzogen empfanden. Es war Wahlkampf und Wirtschaftsminister Robert Habeck, der auf der Schwachkopf-Karikatur dargestellt war, wurde für die Anzeige von zahlreichen Menschen kritisiert. Also wer das Schwachkopfbild nicht als Satire versteht, der hat in seinem Leben noch niemals gelacht. Nach ein paar Tagen meldete sich die Staatsanwaltschaft mit einer Pressemitteilung zu Wort. Darin bestätigte sie noch einmal, dass die Durchsuchung wegen der Schwachkopf-Karikatur stattgefunden hatte, aber sie erwähnte erstmals einen Punkt, der im Durchsuchungsbeschluss selber nicht stand. Es hieß, gegen Herrn Niehoff laufen auch Ermittlungen wegen dem Verdacht auf Volksverhetzung und es wurde ein Beitrag genannt, ein Foto aus dem Dritten Reich, von einem SA- oder SS-Mann, der ein Schild hält, Deutsche kauft nicht bei Juden. Und darunter habe Herr Niehoff geschrieben, wahre Demokraten hatten wir alles schon mal. Man muss dafür aber den Kontext kennen. Herr Niehoff hatte dieses Foto als Reaktion auf einen Aufruf gepostet, keine Produkte von mutmaßlichen Anhängern der Oppositionspartei AfD zu kaufen. Frau Weidel hat sich damals doch mit dem Besitzer von Müllermilchwein Stefan getroffen. Und dann ist eben in Hamburg aufgerufen worden, die zu boykottieren. 2024 waren auf X Bilder gepostet worden von Produkten in Supermarktregalen und davor Aufkleber, Finger weg, dieses Produkt fördert die AfD. Und dann habe ich die Bilder eben im Kontext gestellt, zu dem kauft nicht bei Juden. Dann traf im April 25 ein Strafbefehl ein, in dem die Schwachkopf-Karikatur gar keine Rolle mehr spielte. Dafür waren jetzt 6 Bilder und Zitate mit Bezug zum Dritten Reich angeklagt, die Herr Niehoff auf der Plattform X als abschreckendes Beispiel aus der Vergangenheit angebracht hatte. Habeck ist weggefallen und die haben dann anscheinend, so wie ich das jetzt sehe, ihn so lange gesucht, bis er irgendwas, was er halt denken, sie könnten das als rechtsextrem oder Volksverhetzung werden. Das haben sie sich halt ausgepickt. Ne? Ich habe ihm diese Bilder und Zitate aus dem Dritten Reich gepostet, um eben darauf hinzuweisen, dass wir sowas nie mehr wieder bei uns brauchen. So viele Leute, die von der Schwachkopf-Affäre gehört haben, die jetzt zum Beispiel ZDF konsumieren, haben gelesen, Nazi-Fund bei Hausdurchsuchung. Und auch wenn das ZDF das jetzt geändert hat, bleibt das dann irgendwie hängen, oder? Egal, ja. Gerade auch da, manch einer, wo nur da aus dem Öffentlichen sich informiert, der denkt natürlich, ich bin jetzt der Drecksnazi. Ne? Aber warum soll ich jetzt weniger posten? Ich denke, wir sind immer noch nach wie vor in einer Demokratie, in der ich meine Meinung frei äußern darf, solange ich nicht unter die Gürtellinie gehe. Was ich halt immer so komisch finde, die Leute, die auch in ihrem Profil eben dann weltoffen, tolerant und ja, komischerweise können sie auch diese weltoffen, toleranten, das sind meistens, so habe ich die Erfahrung gemacht, die mit Abstand am wildesten auf dich losgehen. Auch unter der Gürtellinie. Ich muss natürlich dazu sagen, es war ganz wenig, aber das wenige war heftig. Da sind meine beiden Kinder und mein Enkel. Wenn das ein feiner Kerl ist, dann ich komme mit jedem zurecht. Ich muss wirklich sagen, ich war überrascht über diesen Zuspruch, über diese Solidarität und möchte mich bei allen Leuten, die mich unterstützt haben, auch moralisch ganz, ganz herzlich auch im Namen von meiner Familie bedanken.